Herzlich willkommen zu Walter Stuber, der Mutmacher, im Gespräch. Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Mutmacher im Gespräch. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, das ist der Sandro Rende. Lieber Sandro, stell dich mal persönlich vor. Hallo Walter, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig, endlich mit dir zusammen einen Podcast aufzunehmen. Ich stelle mich kurz vor, Sandro Rende, seit 20 Jahren ein Familienunternehmer, ein Mittelständler, der für die Gerüstbaubranche brennt. Ich bin im Saarland tätig, sitze genau in Saarwellingen, bin ein industriestarker Gerüstbauer, der sich viel auf das Serviceorientierung entwickelt hat. Leite das Unternehmen jetzt seit über 20 Jahren. Ich musste oder durfte sehr früh Geschäftsführer hier werden und wie gesagt, leite das Unternehmen jetzt seit über 20 Jahren und in Teilen sehr nachwuchsorientiert. Lieber Sandro, bist du jetzt so ein Frühaufsteher? Fällt dir das leicht, früh aufzustehen und ins Büro zu gehen, oder ist das nicht so deine Sache? Nein, mir fällt es eher schwer, ins Bett zu gehen, weil ich ständig im Fluss drin bin und versuche immer wieder präsent zu sein. Also ich bin morgens relativ früh in einem Unternehmen, habe aber auch die Situation, dass ich eine gewisse Routine in meinem Früh oder in meinem Morgen habe. Ich darf seit knapp 2 Jahren jeden Morgen ab 7 Uhr meine Tochter in die Schule fahren und bin morgens normalerweise von 5 bis 7 im Unternehmen und bin dann wieder ab 7:45 wieder zurück und habe einen sehr, sehr durchorganisierten Arbeitstag. Jetzt bist du ja ein Hans Dampf in allen Gassen. Du bist ja nicht nur in deinem Gerüstbauunternehmen. Erzähle mal, wo du überall noch unterwegs bist, was du noch sonst alles machst. Also primär natürlich mein Unternehmen, aber ich bin wirtschaftspolitisch unterwegs. Das bedeutet, ich bin bei den Familienunternehmern und das ist ein wirtschaftspolitischer Verband, der sich für die Interessen des deutschen Mittelstands und gerade für familiengeführte Unternehmen einsetzt. Und dort bin ich im Landesvorstand drin im Saarland. Was ich auch noch mache, und das mache ich auch schon seit vielen Jahren, das ist halt im Bundesverband, Bundesinnung, wo ich mich versuche zu engagieren und versuche auch dort ein paar Dinge zu bewegen. Gut, jetzt hast du ja im Mai, haben wir uns ja getroffen in Hamburg. Da bist du jetzt ja gewählt worden. Erzähl mal den Werdegang und warum du diese hohe Würdigung angenommen hast. Also ich wurde ja ins Präsidium gewählt, das heißt Vizepräsident beim Bundesverband oder Bundesinnungsmeister bei der Bundesinnung. Ich bin dort für den Teil Wirtschaft, Recht und Ausbildung tätig. Zum großen Teil kommt das daraus, dass ich seit knapp 7 Jahren schon den Arbeitskreis Wirtschaft und Recht leite, also praktisch die Struktur, die das Präsidium berät. In allen unseren großen Herausforderungen, der Verband in den letzten Jahren war. Und ich sehe halt einfach gerade in der Verbandsstruktur oder in der Bundesinnung, was ja fast die gleiche Organisationsstruktur hat, einfach riesige Erfolge aus den letzten Jahren. Und was der Verband in den letzten Jahren gemeinsam als Team, ob das jetzt aus dem Beirat kommt, mit dem Präsidium zusammen oder aus den verschiedenen Arbeitskreisen und Arbeitsgruppen heraus entwickelt hat. Ich finde das faszinierend, dass die Branche so stark zusammenwächst und dass wir so viel engagierte Leute haben. Und das hat mich auch dazu bewegt, wie ich das Angebot oder wie ich die Gelegenheit hatte, zu sagen, ja, ich stelle mich dieser Herausforderung, weil ich weiß, dass unser Verband funktionieren kann. Und gerade mit der neuen Generation, unser Verband steckt ja auch in einem gewissen Transformationswandel, wie man das heutzutage schön sagt, glaube ich, dass wir sehr gute junge Talente haben, die ihre Chance brauchen und die wir dazu bringen müssen, sich in
oder für ihren Berufsverband zu engagieren. Jetzt hast du ja von Beispielen gesprochen, was in den letzten Jahren erreicht worden ist. Nehmen wir mal ein ganz konkretes Beispiel. Also ganz konkret ist es als letztes die VOB-Änderung, die ja nicht nur ein monetäres Beispiel bringt, also dass wir jetzt mehr abrechnen können. Das ist ehrlich gesagt gar nicht so das direkte Ziel gewesen. Das direkte Ziel war, dass das Vertragswesen zwischen den Gerüstbauern und den Gerüstnutzern fairer wird, weil die alte VOB hatte einige Schwachstellen, die juristisch immer wieder Folgen hatte für viele unserer Mitglieder. Und das hat halt der Verband dazu bewegt, halt hier Nachbesserungen durchzuführen. Dann ist es das Übergangsgesetz, was praktisch regelt, dass zukünftige Gewerke oder andere ähnliche Gewerke für Drittgewerke keine Gerüste mehr bauen dürfen. Das ist ein Riesenerfolg. Das hat uns sehr viele Jahre politische Hintergrundarbeit gebracht. Natürlich entstehen gerade bei solchen Bewegungen, bei solchen Veränderungen für unsere Branche, entstehen Kompromisse. Und die sind wichtig, die auch mit anderen Gewerken auszuhandeln. Das sind jetzt aber zwei wichtige Punkte. Es gibt ganz, ganz viele Beispiele, ob das zum Beispiel auch aus der Tarifpolitik herkommt. Die Tarifpolitik hat sich während der Corona-Zeit wirklich sehr professionell verhalten. Wir hatten gute Tarifverhandlungen gehabt während der Corona-Zeit. Wir konnten unseren Mitarbeitern genauso wie den Unternehmen eine gewisse Planungssicherheit bieten. Das sehe ich als Erfolg. Jetzt gehen wir mal zurück wieder in dein Unternehmen. Was ist denn die Vision deines Unternehmens? Hast du eine niedergeschriebene Vision und können deine Mitarbeiter alle auf diese Vision zugreifen? Nein, also niedergeschrieben ja, aber nicht alle Mitarbeiter können auf diese Vision zugreifen. Man sollte die Vision spüren, in einer gewissen Form auch leben. Das Unternehmen soll sich mit dieser Vision identifizieren und meine Vision ist eigentlich relativ einfach. Ich möchte ein modernes, zukunftsfähiges Gerüstbauunternehmen haben, was qualitativ nicht nur in der Qualität der Baustellen, sondern auch in der Qualität der Mitarbeiter hochmodern ist und gleichzeitig auch so traditionell und ich sag mal so innovativ ist, dass ich die besten Mitarbeiter für die richtigen Projekte habe. Ich meine, du hast eine ähnliche Vision. Und genau diese Vision ist die Herausforderung, die ich für unsere Branche auch sehe. Jetzt bist du in dem kleinen Saarland und das ist natürlich jetzt in Saarbrücken und Umgebung Industrie sehr stark heimisch. Jetzt ist natürlich dort auch ein sehr schwankender Markt. Also man hat zum einen, sagt die Industrie, heute machen wir was, dann wird wieder investiert, morgen sagen die, alles stopp, alles zurück. Wie kommst du damit zurecht? Ja gut, das ist ein strategisches Thema, das ist eine riesige Herausforderung. Das Saarland steht vor einer grundsätzlichen Transformation. Das Saarland hat verschiedene Strukturwandel in den letzten 30 Jahren erlebt. Wir kommen genau wie andere Gebiete, wie das Ruhrgebiet oder auch wie die Bergbauregionen im Osten aus der Bergbau. Früher war der Bergbau im Saarland die Branche. Da wurde dann abgelöst durch die Stahlindustrie und gleichzeitig hin zur Automobilindustrie. Das sind alles Branchen, die ehrlich gesagt unserer Industrie heute in Deutschland eher Probleme bringen. Ich betrachte das aus meinem Unternehmen heraus. Wir sind sehr stark in der Stahlindustrie, wir sind sehr stark vertreten in der Energiewirtschaft. Wir haben einige Kraftwerke unter Vertrag. Wir haben Gasversorger unter Vertrag. Das stabilisiert ein bisschen unser Geschäft. Das bringt auch gleichzeitig die Herausforderungen, denen ihre Investitionen immer wieder nachzukommen. Sehr starke Umsatzschwankungen. Also wir müssen das lernen, das Geschäft hoch und runter zu skalieren. Grundsätzlich sehe ich aber das als sehr große Herausforderung, uns aus dieser strategischen und wichtigen Partnerschaft mit der Industrie auch eigenständig zu entwickeln.
muss ich ganz ehrlich sagen, weil das, was du gesagt hast, das Auf und Ab der Industrie ist für ein mittelständisches Unternehmen nicht gut. Wir planen halt, oder wir setzen da auch auf andere Geschäftsbereiche. Wir stabilisieren uns im Baubereich. Wir versuchen im Denkmalschutz uns zu engagieren und versuchen halt einfach so Ausgleichsgeschäfte zu finden. Jetzt gehen wir mal ein bisschen rein in die Größe deines Betriebes, dass man mal eine Vorstellung hat, wie viele Mitarbeiter du beschäftigst in deinem Betrieb. Also das ist genau mit unter anderem das Thema. Wir sind zurzeit 57. Wir schwanken von Jahr zu Jahr und das ist mit unter anderem eine Herausforderung zwischen 69. Das war unsere absolute Rekordzahl. 69 Mitarbeiter. Und in den letzten 10 Jahren war unser geringste Anzahl, das war 2015, da waren wir bei 42 Mitarbeiter. Und diese Schwankung ist für viele Unternehmen nicht gut. Jetzt bildest du aus. Du bist ein Ausbildungsbetrieb. Wie viele Auszubildende hast du zurzeit? Zurzeit habe ich 3 Auszubildende. Das ist weit unter meinem Ziel, muss ich dazu sagen. Ich hatte mal 18 Auszubildende. Ich habe die Zielvorgabe oder mir das Ziel gestellt, jedes Jahr bis zu 6 Ausbildungsplätze zu besetzen. Und wie kommst du an eine Auszubildende ran? Das ist ja für viele eine ganz große Herausforderung. Was machst du dafür? Also, zuerst mal der klassischste Weg ist natürlich Social Media, Image-Kampagnen zu starten, gleichzeitig aus den sozialen Medien auch in die Präsenzmedien reinzukommen. Wir sind sehr stark auf Ausbildungsmessen vertreten. Wir sind sehr stark bei Vereinen vertreten. Es wird sich aber auch in den nächsten Jahren nochmal verstärken, weil wir genau auf diese Regionalität setzen. Gleichzeitig ist es so, dass wir ganz stark, und das ist mit unter anderem das erfolgreichste Projekt, das wir machen, auf unsere eigenen Mitarbeiter setzen. Unsere eigenen Mitarbeiter sind wirklich für uns Werbeträger, Multiplikatoren, die es schaffen, immer wieder neue Mitarbeiter zu generieren. Es gibt aber auch noch ein paar besondere Highlights. Es sind Sportveranstaltungen, die mir sehr stark unterstützen. Unter anderem haben wir ein sehr großes Festival mit fast 30.000 Besucher, ich glaube 35.000 Besucher, wo wir ganz viel Social-Media-Arbeit unterstützen, ganz viel im Hintergrund arbeiten, aber auch auf diesem Festival hochpräsent sind und immer wieder ein paar Highlights setzen. Da habe ich mal vor Jahren deine Tochter kennengelernt und habe dann erfahren, dass die relativ noch jung ist und auch ein eigenes Büro hat bei dir im Betrieb. Ja. Und die Frage ist jetzt, wie weit ist sie schon in die Social-Media-Kampagnen eingebunden? Die ist schon mit eingebunden. Die ist zwar nicht leider, also meine Tochter geht noch zur Schule. Wir hatten heute gerade ein besonderes Ereignis in der Schule. Das war so ein Jahresbeurteilungsgespräch. Unsere Tochter, du hast sie kennengelernt, ist unternehmerisch sehr interessiert, muss man dazu sagen. Sie kritisiert unsere Kampagnen. Sie bringt Feedback zu unseren Kampagnen. Sie sagt auch, was sie gut und was sie nicht gut findet. Und das ist mir auch sehr viel wert. Aber sie ist nicht unbedingt bei strategischen Themen dabei, weil sie halt dann halt leider manchmal in der Schule ist. Sie ist 12 und für mich ist das halt einfach, ist einer meiner größten Schätze, die ich habe. Ne? Also ich gehe auch davon aus, wenn ich am 31.12. im Unternehmen aufhöre und Ingolf dann mein Büro bekommt, ist ja dann ein Büro leer. Und da gehe ich auch davon aus, dass meine Enkelin, die Isabel, dieses Büro belegt und hier dem Vater auf die Finger schaut. Bin ich also ganz fest überzeugt. Manchmal macht sie schon solche Sprüche. Ja, ich meine, du weißt ja auch, dass meine Tochter mich mal bei einer Moderation, ich habe den Talk im Gerüst, wie dieses Jahr vor 2 Jahren moderiert.
Und da ging es um die Unternehmensnachfolge und dann hat die Nelia am Schluss auf der Bühne gestanden und hat ja dann erklärt, warum sie so eigentlich so eine begeisternde Nachfolgerin ist, mit 11 oder 10 war sie damals, und hat mir auch die Aufgabe gegeben, das Unternehmen so zu gestalten, dass sie das übernehmen möchte und auch kann. Und das nehme ich mir auch als als meine wichtigste Herausforderung. Also bei allen Projekten oder bei allen Themen, das ist das auch, was ich meine, mein Unternehmen zukunftsfähig zu gestalten, so dass meine Tochter in 10 oder 15 Jahren dann, wenn sie entscheidet, das Unternehmen zu übernehmen, auch das richtig möchte. Und das mit Begeisterung. So wie sie das heute hat. Jetzt bist du ja auch Mitgründer vom DIHZ. Erzähl mal was über das DIHZ und was da gemacht wird. Also das DIHZ ist das Deutsche Institut für Höhenzugangstechnik, was sich die Aufgabe gestellt hat, ein direktes Vernetzen von einem kleinen Unternehmerkreis. Wir haben ja Mastermind-Gruppen dort entwickelt. Du warst ja mit mir zusammen und mit dem Tom der Gründer und der Entwickler der Mastermind-Systematik. Trotzdem, damit alle wissen, um was es hier geht. Hier geht es darum, dass 8 Unternehmer sich gegenseitig Feedback geben, sich gegenseitig entwickeln und sehr intensiv auch miteinander reden. Das ist ganz klar so, dass das einen direkten Mehrwert bringt. Ich meine, wir reden so intensiv, so ehrlich miteinander. Es gibt eigentlich gibt es nichts, was ich als Geheimnis oder wofür ich ein Geheimnis habe von unserer Mastermind-Gruppe. Und das schafft folgende Situation, dass ich so viel Feedback, so viel Coaching von den anderen bekomme, dass ich ganz klar mich als Unternehmer weiterentwickeln kann. Und das ist der Hintergrund aus dem DIHZ. Und das DIHZ hat halt ein paar strukturelle Vorteile oder Situationen. Wir können hier ganz klar Leuchttürme entwickeln. Ich glaube auch daran, dass wir Unternehmen schneller miteinander vernetzen müssen. Und nicht nur Unternehmen, sondern besonders Unternehmer. Warum? Weil ich glaube, dass der deutsche Mittelstand nicht von irgendwelchen Unternehmen geprägt wird, sondern ganz wichtig von besonderen Unternehmern. Ich unterscheide das ganz stark da drin, weil wir in Deutschland leider auch veränderte Geschäftsmodelle sehen. Unternehmen werden immer größer, sie werden nicht mehr personalisiert. Ich glaube aber daran, dass das der falsche Weg ist. Ich weiß auch, dass es eine besondere Herausforderung gerade für den deutschen Mittelstand gibt. Aber Deutschland ist so erfolgreich und die deutsche Wirtschaft ist so erfolgreich geworden, nicht durch Großunternehmen. Und das meine ich nicht, für Großunternehmen schlecht zu sprechen, sondern ich meine das einfach, dass Unternehmerpersönlichkeiten die Verantwortung für Generationen und auch für Generationen ihres Unternehmens, ihrer Familie und ihrer Mitarbeiter für Deutschland wesentlich wichtiger sind und existenzieller und erfolgreicher sind, wie das unsere Großkonzerne sind. Das ist eine vollkommene Überzeugung von mir. So, jetzt hast du natürlich, Sandro, wenn ich jetzt das richtig sehe, bist du von früh um 5 bis abends um 11 im Büro. Ich erlebe das immer wieder, dass du vielleicht mal samstags mit viel Glück zu Hause bist. Aber sonntags bist du normalerweise auch vormittags im Büro. Für mich ist jetzt die Frage, hast du überhaupt ein Hobby? Ja, ich habe ein Hobby. Ich fahre sehr gerne Fahrrad. Ich war jetzt gerade 4 Tage in Österreich Fahrrad fahren. Das Hobby kommt natürlich zu kurz. Unter meinem ganzen unternehmerischen Engagement und Nebentätigkeiten und Ehrenamt muss man schon sagen, dass persönliche Hobbys drunter leiden, ja. Das ist es mir aber im Moment ehrlich gesagt wert. Wo ich mehr drauf achten werde, und wir zwei haben ja schon öfters darüber gesprochen, das ist das, dass ich versuchen muss, über Prioritäten mehr Zeit für die Familie zu haben. Und da bin ich ehrlich gesagt kein gutes Beispiel. Ich kann nur darüber reden, aber ich bin darauf kein gutes Beispiel. Weil du gerade das angesprochen hast, dass ich sonntags im Büro bin.
Ja, Das stimmt. Ich bin sonntags im Büro und es kann auch mal passieren, dass ich sonntags morgens auf irgendwelchen Baustellen auftrete, wo unsere Leute arbeiten oder auch nachts. Kann alles passieren. Solange deine Tochter nicht sagt, du bist der Onkel, ist alles noch gut. Ja, Ja, das stimmt. genau. Jetzt hast du natürlich jetzt gerade gesagt, du fahrst gern Fahrrad, du warst eine Woche zum Fahrradfahren. War dann mindestens deine Frau dabei? Nein. Also beim Fahrradfahren bin ich nur mit meinen Fahrradfreunden. Es ist unglaublich. Ich brauche immer Zeit für abzuspannen oder für ein bisschen auszuspannen. Beim Fahrradfahren, so wie ich Fahrrad fahre, musst du dich aufs Fahrradfahren konzentrieren, weil sonst hast du relativ schnell Knochen gebrochen. Also ich fahre jetzt nicht mehr extremst, versuche halt beim Fahrradfahren auch verantwortungsbewusst Fahrrad zu fahren. Aber ich fahre es sehr gerne Berge runter, nicht rauf. Jetzt wollte ich mal von dir wissen, was ist denn deine längste Urlaubszeit? Längste Arbeitszeit brauchen wir nicht reden. Die kann 24 Stunden sein bei dir, bekomme ich mit. Aber was war deine längste Urlaubszeit, die ganzen 20 Jahre? Einmal 3 Wochen. Ansonsten maximal 10 Tage. Das ist leider so. Ich hatte einmal während Corona, ich glaube 11 Tage oder so, aber nie länger. Man muss dazu sagen, ich werde nach 4 Tagen sehr nervös, weil ich dann halt vielleicht nicht mehr alles so gesteuert bekomme. Das kann sein. Sandro, ich kenne dich so als Typ, da machen wir ja ab und zu mal eine kleine Wette, ob du pünktlich bist. Jetzt ist meine Frage, fliegst du dann auch weg oder sagst du, ich fahre nur mit dem Auto, dass ich den Flug nicht verpasse? Nee, ich fliege auch weg. Ja, du fliegst auch weg. Aber mit der Maschine eine später dann, oder? Nein, das ist noch nie passiert. Was mal passiert ist, das ist bei unserer Hochzeitsreise passiert. Meine Frau und ich sind im Januar noch auf die Malediven geflogen und ich hatte 3 Tage am Stück durchgearbeitet, damit ich die Zeit rausarbeite, und ich bin im Flughafen schon eingeschlafen und bin erst auf den Malediven wach geworden. Das ist aber auch schön, oder? 13 Stunden. Meiner Frau war es sehr unangenehm, weil ich sehr laut schlafen kann. Ja, das kenne ich auch, das habe ich schon mitbekommen. Das ganze Flugzeug hat es mitbekommen. Gut. Jetzt hat man natürlich, oder deine Frau, deine Nele hat Träume, was sie noch erleben wollen, persönlich erleben wollen, mit dir zusammen. Erzähle uns, was du mal erleben willst noch. Persönlich und auch... Natürlich, also ich habe schon einen Wunsch, irgendwann mal auch wieder kürzer zu treten, entspannter an die Sache dran zu gehen. Ich bin ja eigentlich, jeder, der mich kennt, weiß ja, dass ich ein sehr gelassener Mensch bin. Ich bin sehr stressresilient. Nur merke ich mittlerweile, ich bin jetzt 43, dass ich mit meinem Alter gerade negativen Stress nicht mehr so gut verarbeite. Ich bin noch, wie gesagt, ich bin schon über 20 Jahre jetzt Geschäftsführer, bin nicht mehr ganz so gelassen, wie das manchmal so ist. Ich habe einen Wunsch, dass es einfach, dass wieder ein bisschen mehr Ruhe reinkommt, dass wir ein bisschen Planungssicherheit bekommen und uns stabilisieren können und dass wir auch mehr Auszeit nehmen können, weil ich würde schon gerne noch ein bisschen Zeit in Ruhe verbringen. Ich glaube, dass das auch meiner Familie, meiner Frau ganz gut tun würde. Wir haben jetzt vor 3 Jahren neu gebaut, haben uns versucht, auch einen gewissen Ruhepol zu schaffen mit unserem Haus. Ich bin leider noch nicht fertig beim Hausbau. Ja gut, du hast einen biologischen Garten. Genau, ich habe einen sehr biologischen Garten. Ja, also wenn du eine Nachhaltigkeitsbilanz machst, wird's die dort als erster sofort gewinnen. Ja, du hast eine Auszeichnung bekommen. Ja, genau. Dies ist alles noch sehr naturbelassen. Genau, aber vielleicht macht deine Frau dann eine Pferdeweide und dann passt es auch wieder. Ja, genau. Die Pferde stehen ja, also meine Frau hat 3 Pferde, meine Frau und meine Tochter. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung von Pferde. Ich weiß nur, wo sie stehen. Ich könnte aber nicht mal erkennen, ob das unsere Pferde sind. Ne? Ich müsste meine Frau fragen, ob
ob das überhaupt Pferde sind, ne? Ganz krass gesagt, aber ich merke schon, dass Pferde sehr besondere Tiere sind und die haben einen sehr positiven Einfluss auf meine 2 Frauen. Jetzt bekommst du natürlich, gehe ich mal davon aus, du bist nicht im Schwäbischen, du bist im Saarland, du bekommst sicher von deiner Frau und von Nele genügend Lob. Sagen wir es mal so. Ich bekomme eine angemessene Kritik, die mich immer wieder antreibt. In Lob auch, ja, das stimmt. Aber man muss schon sagen, ich bin sehr anstrengend für mein Umfeld, weil ich gerade so in vielen Bereichen so umtriebig bin. Und ich sehe manchmal die Kritik, mich besser machen zu wollen und mich auch manchmal ein bisschen einbremsen zu wollen, als positiven Lob. Okay, jetzt die Kernfrage aller Fragen. Du kennst ja das Spielzeug, was die Gerüstbauer haben, und auf der anderen Seite den Kirchturm. Wie hoch war dein höchster Kirchturm, was du bis jetzt eingerüstet hast? Ich glaube, mein höchster Kirchturm war 62 Meter. Mein Spielzeug, ich habe zwar einen Kran-LKW, bin gerade in der Beschaffung von 2 neuen. Ich lege aber ehrlich gesagt gar nicht so viel Wert darauf. Okay. Jetzt hast du, normalerweise gehe ich darauf nicht ein, aber ich möchte mal bei dir drauf eingehen. Du hast ja ein sehr, sehr sauberes Lager, sehr strukturiertes Lager, einen großen Lagerplatz, neu gebaut, und hast da auch eine Systematik drin und eine sehr gute Ordnung, schon vor Jahren begonnen. Ich habe das System bei dir schon mal angeschaut. Ich war ja schon, glaube 2 oder 3 Mal bei dir. Ja. Und es hat mich unwahrscheinlich bereichert. Bist du jetzt sehr systemtreu? Du bist also der Firma Leier sehr treu geblieben. Kannst du mir erzählen, warum diese Treue so stark bei dir ist? Gut, da fangen wir zuerst an mit dem Lager. Also ich glaube halt einfach daran, eine gut organisierte Lagerstruktur, gerade mit der Materialverfügbarkeit, ist ein wesentlicher Schritt hin zum Erfolg. Muss ich ganz klar sagen, mein Lager ist für meine Begriffe noch bei weitem noch nicht perfekt. Ich habe noch ganz viele Ideen, das Lager weiterzuentwickeln. Es gibt natürlich auch Stimmen, die sagen, warum soll ein Gerüstbauer sich Gedanken machen aufs Lager? Der muss sich ja Gedanken machen, wie das Material an der Baustelle steht. Ja, das stimmt auch schon, weil desto mehr Auslastung ich auf der Baustelle habe, desto weniger muss ich mein Lager betreuen. Ne? Das stimmt schon. Aber trotzdem Ordnung, Sauberkeit, Verfügbarkeit von Betriebsmitteln, von Gerüstmaterial ist für mich sehr wichtig. Das funktioniert nur mit einem guten Team, und das Team zu gestalten und die Technik zu gestalten ist eine riesen Herausforderung. So, jetzt komme ich zu meiner Verbundenheit und zu dem Hause Leier. Es ist für mich zum einen das Material. Das muss ich ganz klar sagen. Die Materialbeständigkeit, das ein Leier-Produkt hat, die hohe Qualität, die Leier produziert, ist für mich besonders. Aber was mich extremst zu diesem Unternehmen verbindet, das ist die Persönlichkeit und die Zuverlässigkeit und gleichzeitig die Klarheit, wie das Unternehmen Leier von der Geschäftsführung oder der Gesellschafterfamilie geführt wird. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Ich weiß, dass das auch andere Hersteller machen. Ich weiß, dass auch andere Hersteller Gesellschafter geführt sind. Also ich tendiere tendenziell immer zu Geschäften mit Menschen und nicht mit anderen Unternehmen, weil mir die persönliche Bindung hin zu Gesellschaftern oder zu Geschäftsführern sehr, sehr wichtig ist. Und jetzt ist es so, dass ich wirklich behaupten kann, ich bin ja seit 20 Jahren in der Unternehmensverantwortung, aber die Familie Rende und die Familie oder das Unternehmen Leier, das sind ja 2 Gesellschafterfamilien, machen seit Ende der 80er Jahre Geschäfte miteinander.
Und genau diese starke Verbundenheit treibt mich dazu an, immer wieder in Treue und Loyalität weiterzutun. Für was bist du dankbar im Leben? Ja, ich bin dankbar im Leben alleine schon, dass wir heutzutage so zufrieden miteinander agieren können. Ich glaube, dass wir einen Wohlstands- oder eine gewisse Zufriedenheit haben müssen. Wir haben heute uns einen Wohlstand in Mitteleuropa aufgebaut. Wir müssen den uns jetzt erhalten. Wir müssen uns auch einer gewissen Veränderung hinstellen. Ich gehöre nicht zu diesen Menschen, die sagt, uns ist das alles von Gott geschenkt und wir sind die besonderen Menschen und wir dürfen niemals Wohlstandsverlust haben. Dazu gehöre ich nicht. Ich glaube, dass wir ständig immer wieder vor Herausforderungen stehen. Unsere Gesellschaft muss sich immer wieder neu beweisen. Und gerade Mitteleuropa oder Deutschland hat das Potenzial, für gewisse Herausforderungen heutzutage anzugehen. Aber ich glaube, wir müssen uns gewisse Bequemlichkeiten abschaffen. Jetzt hätte ich mal noch 3 Tipps an deine Gerüstbaukollegen. 3 Tipps an meine Gerüstbau. Tipp Nummer 1, starkes Netzwerk aufbauen. Unternehmerfreunde aufbauen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich pflege heute noch einen sehr engen Kontakt mit meiner Gerüstbaumeisterklasse. Ich habe Freunde, die ich seit über fast 2 Jahrzehnten mich mit ihnen austauschen darf. Du bist einer davon. Ja? Das Netzwerken ist das, was mich mit am meisten macht. Ein zweiter Tipp ist respektvoller Umgang mit Mitanbietern. Ich sage auch dazu, und das sage ich mit allerhöchstem Respekt gegenüber von meinen regionalen Mitanbietern, die ich auch persönlich kenne, pflegt gute Kontakte dorthin, verhaltet euch respektvoll miteinander, weil das Miteinander ist wesentlich besser wie das Gegeneinander. Und ich habe hier in meiner Region ein paar richtig gute Gerüstbauer. Und ich sage das auch in aller Deutlichkeit, das sind auch meine Freunde. Tipp Nummer 3? Tipp Nummer 3 ist, schließt euch dem Verband an, gründet oder ich sag mal, gründet damit eine starke Gemeinschaft. Das ist für mich ganz besonders, wir brauchen in den nächsten Jahren eine ganz klare Verbandspolitik und das sehe ich auch so. Das ist auch mit einer unserer Aufgaben, die Verbandsstruktur hin zu unseren Unternehmen zu entwickeln oder wo sie schon ist, zu der Mehrheit von den Unternehmen. Und man muss ja in Deutschland sagen, wir sind immer noch mittelständische, familiengeführte Gerüstbauunternehmen. Und das ist die Mehrheit. 90% aller Gerüstbauer haben knapp 14 oder 11, 12 Mitarbeiter und sind alle familiengeführt. Und das sind die wichtigen Unternehmen, die wir in Deutschland in unserem Handwerk brauchen. Haben wir was Wichtiges vergessen, lieber Sandro? Haben wir was Wichtiges vergessen? Lass mich mal kurz überlegen. Wir haben wenig über die Digitalisierung gesprochen. Wir haben wenig über die Transformation gesprochen, wohin sich Unternehmen entwickeln. Ich meine, wir zwei haben ja den Talk KI im Handwerk oder KI im Gerüstbau gepflegt, miteinander geführt. Ich durfte moderieren, du warst Teil davon. Ich weiß, dass die Transformation oder die Veränderung der Geschäftsmodelle, die auf unsere Gerüstbauunternehmen oder auf alle Handwerker und auf alle mittelständische Unternehmen hinzukommt oder zukommt. Viele Systeme werden sich verändern. Digitalisierung beschleunigt das Ganze nur. Es ist nicht der Treiber, sondern Digitalisierung wird uns in vielem Maßen befähigen, Schritt zu halten. Aber was wir, glaube ich, aufpassen müssen, ist, dass wir nicht den Faden verlieren und nicht den Spaß daran verlieren, unsere Unternehmen zu verändern und hin zu verbessern. Und wir brauchen ganz viele Unternehmer, die jetzt immer wieder die Ärmel hochreißen und sagen, jetzt gehen wir den nächsten Schritt an. So wie du das machst. Wie gesagt, Walter, du weißt, dass ich einen ganz hohen Respekt vor dir habe. Du hast dein Unternehmen immer wieder angetrieben. Ich hoffe,
dass die neue oder die jüngere Generation, ich zähle mich ja eher schon zu den Alten, weil ich jetzt über 20 Jahre Geschäftsführer bin, dass die junge Generation mehr Mut aufbringt, sich mehr engagiert, auch so gewisse alte Floskeln ablegt und sich ihre Herausforderungen stellt und die Unternehmen zukunftssicherer aufstellt. Das ist, glaube ich, so ein Thema, was wir vergessen hätten. Gut. Danke, lieber Sandro, für das Gespräch. Vielen Dank. Das war Walter Stuber, der Mutmacher, im Gespräch.